28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mamma Mia. 4 Finaltickets. Yes. 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano. Closer to Nature, Closer to People. Hearty Rice, Feel the Difference. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 17. Episode des YPC Bank 2025 und damit zur ersten Halbfinalfolge in der Zwischengruppe A-B. Ab jetzt gelten etwas andere Regeln als in der Vorrunde. Die Zonenvorgaben sind aufgehoben, geangelt wird an nur einem Tag über 9 Angelstunden und für eine Fullcard werden 5 statt 6 Wertungsfische benötigt. Außerdem dürfen maximal 2 Topwater-Fische für jeweils 10 Extrapunkte eingereicht werden. Soweit die Rahmenbedingungen, nun aber zum Eigentlichen. Den 6 Protagonisten. Aus Gruppe A treffen Roman Chakuzzo von Fish Explorer, David van Manen von Shimano und Westends Titelverteidiger Toon van Ham auf die 3 Besten aus Gruppe B, nämlich Daniel Weyers von Nace, Ino Taminga von Lure Drop und Bullseye-Chef Markus von Oi. Nur die beiden punktstärksten Angler ziehen ins Finale ein. Und weil die Fullcard schon in der 2-tägigen Gruppenphase alles andere als ein Selbstläufer war, sind Taktik und Spotwahl heute wichtiger denn je. Mal hören, wer sich zum Start welche Strategie zurechtgelegt hat. Good morning. Good morning. Good morning, guys. This is Daniel checking in for Team Nace for the semifinals, and it's 6:30. 10 minutes remaining, then we are arriving at the first spot of the day, and I've got a weird plan. I've got a no pre-fishing plan. I'm just gonna fish on spots of my own experience. I discussed with some friends. I made a good plan, I think. We're gonna start off for perch. We need a perch today, and it needs to be a nice one. So that's what we're gonna start off with. And then we go street fishing, which is my specialty. We're gonna try and get 1 or 2 nice sander, some pike, and I have some really cool topwater spots that I think are gonna produce. Total different area than yesterday, total different area than Tuesday. Spots that maybe you've seen before in YPC, but at least it's some new spots. So hopefully it's gonna be exciting. Gonna do my best to get a full card with topwater points. Maybe not the biggest fish, but we're going for the full card today. Alright, coffee in the morning. Junge, waren das 2 Sahnetage in der Gruppenphase. Wirklich schön. Und heute werden wir die Essenz aus dem machen, was am besten funktioniert hat. Deswegen starten wir auch als erstes an der Brücke, wo ich 3 Zander fangen konnte. Mein Ziel ist jetzt ganz schnell hier 2 Zander zu fangen. Möglichst groß. Danach geht's ab ins Delta und dann geht's den Barschen und den Hechten da wieder ankragen. 5 Fische, 9 Stunden, 6 Angler, 2 kommen weiter. Und ich will unbedingt einer davon sein. Also, erstmal Zander fangen, let's go! Hi guys, Toon van Ham tuning in for Team Westin in the half final from YPC Bank. In the half final you can choose wherever you go in the Netherlands. So of course I will go to my favorite zones. We arrive here at one of my favorite polders to try and catch a big pike and a topwater pike if everything goes according to plan. Cheer me on, wish me luck, and let's go! So we're at the spot now. Welcome to the semi-finals. What a crazy journey it's been, really.
I've driven so many hours searching for new spots. Only that Xander spot was familiar, one that I was familiar with, and the rest was all improvisation. So hopefully today we can do the same. With this field, I mean, these guys are catching really big ones, and I'm not used to find them during day, only at night. So I'm gonna go all in later. But first some Xander here in the canal. Let's go. Using a goby here, which yeah, really mimics goby. And yeah, Xanders really love those little high protein snacks. So let's get one. 59. Nehmen wir mal die Route in die Hand. Das scheppert jetzt hier. Habe ich noch eine Minute, um was zur Route zu sagen. Ist jetzt über die Tage echt, hat sich direkt in mein Herz geangelt. Stucki The Adept, übelst geile Hechtroute, 15 bis 60 Gramm, 2,30 Meter lang. Richtig schön knackige Aktion. Nein, Roman, nicht werfen, nicht werfen. Ich habe jetzt hier ein bisschen speziell montiert, habe hier noch ein Stück 90er Floh als Hechtschutz davor. Einfach damit die Absenkphase noch länger wird. Und als Köder nutze ich heute einen Stucki Real Rider, Motoröl mit ein bisschen Schmiere drauf. Das mögen sie, das mögen sie. So, jetzt habe ich bestimmt fast eine Minute gelabert. Und jetzt haben wir 7 Uhr. Auf geht's, dicke Zanderfang. Yeah, let's go. 7 o'clock. Der ist direkt da, wo er sein soll. Currently using the just new arrived Poison Adrena 7'6". By the time you're watching this, it's already out now for half a year. First cast, Petri High, übrigens. And yeah, it's so versatile. You can do almost anything with this rod. It's really awesome. I found out this spot yesterday. Yesterday evening I was driving around till 11. I found this spot and produced one fish, this one, and I left it alone. But there was way more current yesterday, so hopefully it's gonna change soon, because there's no current at all now. But there must be some Xander out there. They're always lurking around bridges, around the canals, at the side. Some structure. But those little baitfish get into trouble. You have to pass through this, and the Xanders are lying around. Für 3 unserer Angler hat das Halbfinale begonnen. Wo bleibt der Rest? Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir sind im Halbfinale vom LEC Gruppe A, Gruppe B, YPC Bank 2025. Wir dürfen heute eine Stunde eher starten. Es ist jetzt hier bei mir schon kurz nach 7. Ich muss noch mal schnell einen Zwischenstopp an der Tanke machen. Aber jetzt bin ich komplett erleichtert und ready für ein paar Big Fish heute. Drückt mir die Daumen. Alright guys, we arrived at the spot. Gonna make my rods ready. No concentrating on pike, just perch. Maybe a Xander, but I don't think so. Really hope we get one here. Then it's worth coming here. It's a risk, it's a risk. No pre-fishing done here. Nothing. Just experience from previous years, checking spots that I've been fishing years ago. But yeah, could work out. We'll see. Kleines Déjà-vu an der Stelle habe ich gestern schon gestartet, am 2. Tag der Gruppenphase. Und ich werde es heute wieder genauso machen. Vorwiegend geht es hier auf Zander, Chancen auf Hecht, Chancen auf Barsch, erste Linie Zander. Mein Ziel wäre es, 3 Zander zu fangen. Dann habe ich den Zander plus die 2 optionalen Fische schon mal drin. Und danach hoffentlich dicken Barsch, den dicken Hecht fangen. Und bestenfalls sogar noch mit einem dicken Barsch upgraden. Das ist mein Kampfplan, meine Strategie für heute. Da drüben hat gerade ein Rapfen geraubt.
Also keine Zeit mehr verschwenden, es geht los. Ich bin heiß, bin nervös, zittrige Hände, alles wunderbar. It's good cooking. The trick for good fishing, don't be in a hurry. Take it chill. It's 7:03. We're gonna fish. The other guys are probably already casting. But I need to get some stuff ready. Got a new line on my rod. It's purple. It's gonna be my lucky line. Let's get a perch. Oh, I'm quite excited. Phew, I still... maybe if a fish will change that. Good luck to all the other participants. Kom op Daniel, we moeten dit doen voor Nederland. Wij tweeën. Kom op gozer. Let's go. Wij twee in de halve finale. Dat zou toch vet zijn. That would be so awesome. Daniel and I would be in the finals. Oh, so relaxed up until now. And now all of a sudden my heart is racing. I don't know why. Muss der spontan entflammte Patriotismus sein. Bei Markus hat sich der Puls schon wieder etwas beruhigt. Ich hatte hier gerade den ersten Biss, kleiner Anfasser vor den Füßen. Das ist jetzt der dritte Wurf. Also ich bin zuversichtlich, hier einen Zander zu kriegen. Ganz scharf sind sie jetzt nicht, sonst hätte ich sicher schon 1, 2 Kontakte mehr gehabt. Aber das ist ja nicht der einzige Spot, es ist noch früh. Zander müssen auch erst aufwachen. Real Rider hatte seine Chance. Da hat man eben schnell die zweite Jigge aus dem Auto geholt. Spielen wir das Spielchen dann noch mal ein bisschen feiner. Wäre einfach dumm, den Erfolgsköder vom letzten Mal hier nicht zu fischen. Da will ich jetzt aber wieder auf 2 Gramm setzen. Deswegen habe ich mir schnell die andere Route aus dem Auto geholt. Dünnes Titan davor, das hat deutlich weniger Wasserwiderstand. Und den platzieren wir jetzt auch noch mal genau da vorne entlang des Schattens. Die Sonne steht jetzt gerade relativ flach. Das heißt, der Effekt mit der Dunkelheit von der Brücke, der ist noch nicht so richtig gegeben. Ja, und jetzt müssen wir mal das Ganze, alles was da vorne so richtig im Schatten liegt, das müssen wir auslecken und dann pockt das gleich, aber richtig. Ja, fish. So Patrick told me how to use this. Like this. There you go. Oh, it's a strong fish. There it is. Nice sander. Yes, there we go. Nice start. 58 maybe. So, look how he inhaled it. He inhaled the goby. Such a strong bite on that Poison Adrena. Just awesome. Really awesome. Let's measure it real quick. 59. So let's return her. Return to sender. Thank you, beautiful Xander. And there she goes with a whip of her tail. Yes! Come on! Oh, that's so cool for Xanders. They just open their gills and you feel that. Oh, let's catch another one. Starker Start für David. Der erste Fisch ist also schon auf dem Board, während der letzte Angler es immer noch nicht ans Wasser geschafft hat. Ja, guten Morgen zusammen. Tatsächlich im Halbfinale. Ich bin fassungslos, freue mich total und habe einen Risikomove gemacht. Ich hatte mehrere Ideen im Kopf, man kann dann ja nicht mehr planen, sondern hat den Abend noch, um irgendwie sich was zu überlegen und muss neu packen und so weiter. Deswegen ist das für mich alles die absolute Bonuszeit. Also ich will natürlich ein paar Fische fangen, ganz klar.
Bin aber sehr, sehr weit gefahren. Also habe eine halbe Stunde Angelzeit tatsächlich verloren, weil ich eine sehr lange Anfahrt hatte. Bin sehr weit in den Norden gefahren. Auf der Suche nach einem Zander, vielleicht natürlich auch zwei, wenn es gut läuft. Wenn das hier klappt, dann würde ich zurückfahren in den Bereich, wo ich an Tag 1 in der Gruppenphase gewesen bin, weil ich mir da erhoffe, dass da hechtmäßig noch ein bisschen mehr geht und wir vielleicht auch noch einen Barsch kriegen. Und dann wäre die Sache ja schon ziemlich rund. So erstmal die Vorstellung. Gab noch ein paar andere Ideen. Irgendwann muss man sich entscheiden und das durchziehen und das machen wir jetzt. Und ich will auch ein bisschen neue Spots irgendwie angeln und zeigen, ein bisschen anderes Angeln zeigen. Bisher hatte ich ja alle meine Fische im Polder tatsächlich. Jetzt machen wir ein bisschen Streetfishing, nochmal was ganz anderes. Das ist deswegen der Plan, weil A, das Wetter sehr wechselhaft ist, dadurch das Zanderangeln recht schwierig ist. Ich bin eh nicht so ein Großgewässertyp und bei super viel Wind und so wollte ich weder mir noch meinem Kameramann das antun. Deswegen machen wir viele kleine Spots, die wir jetzt zu Fuß ablaufen. Ja, und dann geht es aber wieder zurück und zieht mich an meine Polder. Und ich hoffe, dass das heute ein paar Fische bringt, für euch, für mich, und wünsche euch ganz viel Spaß. Ich werde eine Route mit Gummifisch ausstatten als erstes und eine Route mit einem Jig-Spinner. Dann habe ich einmal was für Reaktionsbisse, hier sind auch durchaus Barsche zu erwarten. Und die Gewässer sind sehr trüb, wir werden auch viel im Schatten angeln, auch wenn jetzt nicht so viel Sonne da ist. Deswegen ist erstmal Lime Chartreuse für mich eine der Go-To-Farben. Als zweites will ich was ganz, ganz Helles fischen, also wird es wahrscheinlich wieder der Perch in Chrome sein, den ich jetzt auch die letzten Tage viel gefischt habe und der mir in solchen Schattenplätzen auch immer gute Ergebnisse bringt. Ich habe viel zu viel Tackle dabei, was ich hier trage. Ich hoffe, dass sich so an den ersten Stellen natürlich schon Fisch irgendwie erbarmt, aber dass sich dann auch herausstellt, welche Farben hier aktuell gut laufen, und nehme mir jetzt irgendwie 3 Köder, die ich dann schnell griffbereit habe, und mit denen geht es erstmal los. Asp! Look at the asp! Look at the asp! You can see him swimming. Here, here, here. Look at the asp. You see him? I don't think he will take it, but I can take a quick cast or two. Let's change the bait quickly. This is very aggressive at the moment, and this pike was very slow. Let's do a few casts with a Ricky the Roach, 14 centimeter. One of my favorite pike soft baits. One last cast, then we go to the next spot. 10 casts is enough here. Fisch. Kleiner, aber der erste, also schon mal Zander abgehakt. Ja, lecco mio. Da hinten ist ein Lamellis Lim zu erkennen. Hat der den sich reingelötet. Stunde der Wahrheit. Der hat 55. Wunderbar. Dann darf der gleich zurück. Dann schauen wir, ob wir noch 2 weitere kriegen. Schon mal den Anfang gemacht, 55er Zander, das war das gleiche, was ich hier gestern hatte von der Größe. Aber es ist so, der Fisch migriert hier. Also es ist mit allen Größen zu rechnen. Im besten Fall kriege ich heute noch einen Ausnahmefisch drauf. Ich wäre schon bereit für so einen 70er, 80er Zeddy. Jig Whip zu 35 bis 35 Gramm wieder, gleiches Setup wie gestern. Ganz langsame Präsentation, das hat jetzt Fisch gebracht die letzten Tage. Don't know where the pikes are. Should have had a bite by now already. I've had it before that they were concentrated in the last part. But that would be this stretch then. Come on, give me a love tap. Little bitey bitey. Fisch, ganz kleiner Barsch. Der wird nicht maßig sein.
Nee. Den müssen wir auch nicht messen. Na komm, kleiner Barsch. Okay. Na gut. Ist immer ein Versuch wert, hier auch nur auf den Barsch zu machen. Es gibt ja auch gute Barsche. Dieser war keiner. Wird vielleicht noch einer. Aber natürlich schön den ersten Biss gehabt zu haben, so fürs Gefühl. Das angelt sich dann ein bisschen warm und sowas für den guten Fisch dann hoffentlich. Okay, we're gonna walk the way back and fish with a different lure, a smaller lure. I think that makes more sense now. Small jerkbait. Take only the hot spots. Let's go. A lot of bait fish here. First time I'm starting to see bait fish. This will get them. So now at the spot of the canal, and here are maybe some bigger zander. So 63, 65 would be nice. 80 fish points, always good. We'll see how it's in the delta. I think those lads are going for the big fish. So where do you have to be in the delta? Yeah. Last days we exchanged a lot of information with each other, so learned a lot, of course. But the conditions are so that the fish are very slow. Like guys like Toon van Ham are really finessing it down with a drop shot or kickback rig, which worked. This one also, because of the offset, this little thing here, the fins that are protecting it for snagging. So you can really fish this slowly, like a Carolina rig, and just hover it over the bottom, let it sit for now and then. That's just what the gobies are doing as well. So that helps it to fish slowly with a soft bait. And there are of course many methods, but this is a really easy one. Just screw it on and let's go. So this was a good cast, just on the side. Ships are passing, so there's a lot of currents there. And that current will make it that the fish are going to be in distress, in problems. Hier kommen die besten Deals für Raubfischangler. Wir feiern die Early Blackbird Week. Ab einem Warenwert von 200 €, egal ob rabattierte Produkte oder nicht, bekommst du diese beiden ultrafängigen und limitierten Produkte gratis on top. Auf dich warten Highlights wie Top-Köder, top reduziert, Mega-Deals auf Mega-Routen, Premium-Rollen mit Premium-Rabatten und die maximale Angebotsvielfalt zum maximalen Preisvorteil. Knapp 3000 Produkte bis zu 80% reduziert. Nur bis zum 17. November und nur auf echtundbarsch.de. Leute, hat irgendwie jemand eine coole Werbeidee für Black Friday dieses Jahr? Mach dich doch einfach mal wieder richtig zum Ei. Okay. Leute, ich habe mich zum Ei gemacht und ihr bekommt bei den Early Black Weeks bei der Anglerschmiede 50% Rabatt auf alle Online-Kurse zum Angelschein und Gutscheine. Alle Infos dazu, die findet ihr in der Videobeschreibung. Freunde, vom 28. bis 30. November findet das Offline-Event des Jahres statt. Europas größte Angelmesse, die Angelwelt Berlin, öffnet ihre Pforten. Gemeinsam mit Savage Gear und dem B1 Boot Center erwarten wir euch auf dem größten Stand der Messe. Und natürlich könnt ihr wie jedes Jahr etliche YPC-Angler, wie zum Beispiel Johannes Gasser von LMAB, Luis Mendes von Monkey Lures, Enrico Di Ventura von Fox Rage, Max Guder von Savage Gear und Markus von Oy von Bullseye treffen. Doch dieses Jahr haben wir noch ein ganz besonderes Highlight für euch. Mit Robert Wagner und Gulla Barbecue kommt Europas größtes Barbecue-Restaurant direkt bei uns auf den Messestand. Und jetzt kommt's. Wer für mindestens 100 € bei uns am Stand einkauft, der bekommt von Gulla Barbecue einen köstlichen Pulled Pork oder Pulled Beef Burger gratis on top. Wir werden insgesamt 1500 Burger da haben, verteilen die über die 3 Tage. Aber natürlich gilt das Angebot nur, solange der Vorrat reicht. Wenn du noch kein Ticket hast, mit dem Code ANGELN2025 sparst du 5 € beim Online-Ticketkauf. Wir sehen uns in Berlin.
Ja, ich habe jetzt alles einmal mit Jigs abgeworfen, einmal mit dem Reel Rider und einmal mit dem Erfolgsköder vom letzten Mal, mit dem Skeletonius. Und jetzt bin ich wieder gewechselt auf den Dropshot. Habe auch nur 3,5 Gramm als Blei unten dran. Und ich lasse es im Grunde wirklich nur durchtreiben, mache mal eine halbe Umdrehung und zottel sonst hier so ein bisschen in die lose Schnur rein, dass der wirklich da einfach seine ganz leichte Zitterbewegung macht. Der Pintail, der Pincius von Toppies. Und mehr will ich gar nicht. Vor allem interessiert mich halt, wie gesagt, da vorne dieser Schattenbereich. Das ist meiner Meinung nach der mit Abstand interessanteste Bereich. Und wenn ihr hier vorne die ersten 10 Würfe gemacht habt, dann würde ich mal davon ausgehen, dass da auch kein Fisch ist. Und daher kann man dann auch die Würfe hier im Nahbereich abbrechen, Zeit sparen und sich lieber auf die vermeintlich heißeren Bereiche konzentrieren. So, die erste Stelle habe ich jetzt durchgefischt, ein paar Minuten. Ich hatte den einen 55er, ein kleiner hat noch drauf gebissen. Jetzt mal den Spotwechsel, weil ich bin der Meinung, es müsste ein bisschen mehr Frequenz sein hier. Und jetzt gehen wir zu der Stelle, wo wir gestern gut gefangen haben und schauen, ob da noch was Weißwilliges rumsteht, aber ich denke schon. Bin zuversichtlich. Dann wäre das Ziel nach wie vor da, 2 Zander zu kriegen, mit etwas Glück ein Hecht als Beifang. Mit noch mehr Glück ein Barsch. Ja. Und dann hoffentlich alles in großen Größen und den YPC im Halbfinale gewinnen. Dann sehen wir uns wieder im Finale. Das ist der Plan. In seiner Bescheidenheit hat Markus die Topwater-Punkte glatt außen vor gelassen. Bei Daniel sind die dagegen fest eingeplant. Bis jetzt kommt der Local aber noch nicht so richtig aus dem Quark. There's a perch underneath. There is a perch underneath. Just when I was trying to get it in, I had a bite. Missed it. 3 times is the charm. Come on, let's do it. Die beiden Favoriten haben leichte Anlaufschwierigkeiten. Auch Tons runterskalierter Swim findet bislang keinen Anklang in der Hechtgemeinde. Try to make as many casts as possible in the hot zones, but so far has not been paid off. That's most of the time the problem with the fish. The earlier in the season, the smaller the breed is, and they can really focus on small stuff. Yesterday in training we had on the canal where I never catch pike. We had 3 big pikes on a drop shot with a 5 centimeter bait. And big pike, a 95, an 80. This just shows that at the moment they're focused on super small bait. Of course I don't have a 5 centimeter pike bait, but it makes sense then to change to a 10 centimeter swim instead of the bigger, broader, the 12. And let's hope the pike also find that it makes sense. So Toon, do you already have your 380 plus pike? Yeah. These guys have their spots from previous years. To start at 0. Because the spots I know are just not productive. I'm from Arnhem, Arnhem, and Nederrijn, IJssel, River Lakes. No. My home turf, no, it was no good. To search for new spots and gambled because training was bad. And, yeah, I was lucky. Ja, wir gehen rüber. Das können wir alles auch noch von der anderen Seite gut abfischen hier.
What a bite! That took a while, Pikey. Small bait. Always works. Whew, confidence back. This was much needed. Don't forget, we already fished this stretch with a bigger bait. No bite. Whew. It's wetting it nicely. I have to be careful with my knee. I was operated just before YPC Bank and I can't really stand on it. Okay, push it flat, like this. 79, I guess? 79. Wow, downsizing works. Don't forget a 10 centimeter swim also. Super aggressive. This one took it. Let's explain how we caught him after we released him. Bye bye. Oh. Nice. What a bite. And that's why you make short casts against this shoreline here. These pikes, they are like any predator searching for hiding places to attack prey fish. One thing is sure, in a straight polder like this, they don't have many places. A bridge, one of these types of vegetations that stick a little bit out, perfect hiding places for a big pike. So don't forget to fish super slowly against these vegetation parts. Let's continue fishing. Weiter geht's, zweite Stelle, gleicher Plan, erst noch 2 Zander fangen, mit etwas Glück ein Hecht. Dann geht das hier weiter auf Barsch. Ja, sind auf jeden Fall die Besten weitergekommen, von dem her alles fair. Sind natürlich wieder, wie erwartet, sehr, sehr starke Angler dabei. Auch bei uns halt Daniel Weyers als Local, der sich so gut auskennt wie kaum ein anderer überhaupt. Also von dem her kann alles passieren hier im Halbfinale. Was Big Fish angeht, Stückzahlen, da bin ich schon mal gespannt. So, jetzt mache ich schon mal im Unterschied zu gestern, deponiere ich schon mal einen Kescher hier. Die letzte Folge gesehen haben, ich lerne auch dazu. Langsam, aber ich lerne auch dazu. Schon wieder dieser Draht. Gibt's doch nicht. Mal kurz einen Prozess hier. Ja. Déjà-vu gefällt mir. Sicher nicht die gleiche Frequenz wie gestern zu erwarten, weil einfach viel weniger Strömung ist. Es hat geregnet. Dementsprechend irgendwo ist jetzt richtig Zug drauf und hier staut sich's. Kriegt er da hinten die 5 angerissen? Ja. 58,5. Das ist der zweite Zander für heute. Noch einen Zander hier. Dann geht's auf Hechte und Barsche. Der Plan läuft soweit. So soll das sein. Perfekt. Markus liegt top in der Zeit, weil er sich bislang voll auf seine bekannten Spots verlassen kann. David wiederum hatte während der Vorrunde an der Eisel wenig Anlass, Vertrauen zu fassen und muss deshalb heute richtig ackern. You might wonder, why are you still power fishing? Why are you fishing jigging only that fast? I mean, you see the other guys really catching nice ones with the drop shot. Well, the difference is that I'm hopping spots real quick to find those active fish to really fill that card quickly.
instead of just fishing one spot till the max. I don't know these spots so well that I know how much fish they can hold. Few fish are out there always, so I'm like, okay, one here and then we're done with the zander and continue for pike in the polder. Nice bullet, nice little tube. I'm gonna take that with me. I'm gonna jump onto the pier, try some stuff. Got our special jig heads made for this, 3.5 gram. They even have a little slot where the hook comes, and the eye of the hook pokes out in the hole at the head. So first you poke out the hole, boop, and then the hook falls into the slot here. It sits perfectly. Very nice and aggressive perch bait for the summer. I've just been missing, there's some perch underneath here. They're either big, very careful perch or small ones. I'm thinking small, but I have to take a risk because I'm getting bites. Gonna make like 2-3 casts, then I'll jump onto it, take my net, make a few casts here at the tip, make a few casts there. Then I'm gonna do some trolling with a crankbait, and then we go to the next spot. 5, 4, 3, 2, 1. Come on, Perchy, where are you? Yeah, there we go. I'm currently fishing the Yazay perch, versatile, 2.25 m. And this one has a bit more tip action, faster action, and that really helps to set that hook. Oh yeah, say that again. What am I doing? Oh. Struggling here, stress. But we have our second zander, and it's a 60 centimeter one. You see, I put on that green color, and all of a sudden it just got on there. It's a nice sizable zander. This is 60 plus. Yes. So let's measure. Yeah, huh? 66. Yeah. Happy with this one. Thank you. Those are some good points, lads. That's really good. Today I'm not with a German cameraman, so I might be speaking less German. For some it might be good, for some it doesn't. There you go. Yes. Das hätte wirklich kaum besser laufen können. Nach gerade mal 90 Minuten Run and Gun kann David das Zanderangeln theoretisch abhaken. Vielleicht macht er es aber auch wie sein Schweizer Tabellennachbar. Der hat es ganz eindeutig auf Zander Nummer 3 abgesehen. Also jetzt ist so, wie gesagt, das Boot hat viel weniger Strömung wie gestern. Und die Fische haben halt nur reagiert auf diese extrem langsamen, langen Absinkphasen. Ich fische 5 Gramm, habe noch ein Fluorcarbon-Vorfach, was zusätzlich noch ein bisschen die Absinkphase bremst. Und wenn das immer noch nicht reicht, seht ihr, was ich mache? Wenn ich jetzt kurbel auf Spannung, dann verlängere ich minimal die Absinkphase, indem ich mit der Spitze ein bisschen nachgehe und so ein bisschen das Segeln vom Köder verlängere. Und zwischendrin, wie auch gestern, führe ich einfach mal 3, 4 Umdrehungen ganz langsam gekurbelt und dann kommen die Bisse. Also gar nicht gechickt, sondern gekurbelt. Dem scheißen wir gar nicht lang rum. Hände nass machen. Hier sauber ein drittes Nasenloch. Und der darf auch wieder gleich weg. Bei Fischen in der Größe könnt ihr die ruhig mal von 1,50 Meter reinfallen lassen. Guckt halt, dass sie im besten Fall Kopf voran ins Wasser gehen. Das ist aber gar kein Thema. Die sind dann fit, gehen direkt weg. Topwater fishing, spot on topper goes on. Although it's
tough fishing at the moment. We're just gonna work our way back to the car with the topwater. If we see a pike following, we of course try to take it with something else, but I'm just gonna gamble for my topwater points. I think I might need them. Okay guys, it's 8:40 at the moment. It's time for me to leave the spot. Sadly, no perch. I have one more spot we're gonna try, and then we're gonna go for pike and street fishing. And I think with street fishing I can catch a perch, but it's just not gonna be huge. Ein kleiner Dämpfer, der Daniel aber nicht aus der Ruhe bringt. Und vielleicht mit Ausnahme von Davids zweiten Zander wurden ja auch noch keine echten Ausrufezeichen gesetzt. Das allerdings könnte sich zeitnah ändern. Die Strömung ist so stark. Das dürfte ein Hecht sein eigentlich. Aber unser Kescher ist zu klein. Das ist eine richtige Maschine. Der darf nicht wieder in die Strömung kommen, der Fisch. Okay. Da hier überall Steine sind, will ich den auf gar keinen Fall hier einfach so ablegen. Deswegen muss auf jeden Fall jetzt die Matte richtig nass sein. Und dann können wir den Fisch eben versorgen. Das ist ein richtiger Stadthecht. Der hat eine kleine Verletzung am Maul. War sehr gut im Futter und hier geht ziemlich Strömung durch. Ich bin da gar nicht wegbekommen am Anfang. So. 91, richtig? Ja. Okay. Oh, was für ein Struggle, Leute. Immer, wenn ich YPC gucke und jemandem sowas passiert, denke ich, Alter, bring einen größeren Kescher mit. Pass besser auf. Jetzt ist es mir selber passiert. Ich habe hier einen Kescher mitgebracht, in dem ich an jeder Ecke komme, damit ich auf jeden Fall jeden Fisch gut keschern kann. Und man denkt dann, ja, große Fische kriegt man reingefaltet. Aber dann steht man hier mit der Strömung. Und das mit dem Falten ist dann doch nicht so einfach. Und hat auch keinen Platz, wo man den Fisch richtig versorgen kann. Muss den erstmal aufbauen. Ja, war auf jeden Fall nicht die eleganteste Variante von mir. Aber der Fisch hat keinen Stein berührt. War nicht lange in der Luft. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ich bin dreckig, alles ist schleimig, aber das ist unerheblich. Und ihr hattet ein bisschen was zu lachen. Und ich habe die ersten Punkte auf der Karte. Ein kurzer Kescher-Struggle. Letztlich stehen die Punkte aber auf dem Board und bei aller berechtigter Kritik. So einen Hecht mit so ungeeignetem Gerät einzunetzen? Hut ab. Trotzdem zieht Ino nach diesem heiklen Manöver schnell die nötigen Konsequenzen. Ja, wie in der Gruppenphase schon erwähnt, grüne Köder oder kontraststarke Köder sind meine erste Wahl immer, um aktive Fische zu finden. Dieser hier kann jetzt in Rente gehen, wie ihr seht. Er hat es hinter sich. Ich werde gleich noch ein paar aus dem Auto holen. Meine zweite Farbwahl hier ist übrigens auch Chrome oder was ganz, ganz Grelles, Helles. Das Wasser hier sehr trüb ist, um da auch einen Kontrast zu schaffen. Aber im Moment bleibe ich natürlich jetzt erstmal bei diesem hier. Ich flitze aber gleich zum Auto, hole ein bisschen Ersatz und ich werde auch einen größeren Kescher holen nach der Aktion eben. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier erstmal nur flachere Plätze zu fischen. Da kann ich mit einem größeren Netz dann auch ganz gut arbeiten. Einfach damit so ein Fauxpas nicht normal passiert, will ich weder dem Fisch zumuten, mir natürlich und meinen Nerven auch nicht und eure Nerven eigentlich auch nicht. Deswegen mache ich das mal schnell. Das Auto steht nicht so weit weg und dann geht's hier weiter. Okay, komm mal mit, mein Pommes. You know what time it is? 9 o'clock. It's German time. It's almost my favorite time of the day. Hey. Ba-da-ba-ba-ba, ich liebe es.
What I'm doing right now, I'm trying to cover a lot of ground. This is usually a stretch where perch are chilling in the summer. It's rocky, goes down pretty steep, and then it's sand. Usually the perch, they stick close to the rocks. So what I'm doing, I'm fishing the Naze Warrior chatterbait, casting it in, let it sink to the bottom, and then I just slow roll it, slow spin it close to the rocks. And after every cast I move, so I'm just trying to be quick, trying to cover a lot of ground and hopefully stumble across a perch that's hungry and that wants to eat my Warrior. On the first day, the first episode, this lure provided me a 46 centimeter perch. Got one in a bit of a different color right now, a bit darker, but it sure is a good lure. So the only thing I have to do is find a perch and then I can continue. I'm gonna fish him till the edge, the corner, and then change of plan. So hopefully in the next 10 minutes I get a nice one. Wow, I drove to the wrong bridge. How is that possible? Oh yeah, wow, we were very close. It is there. No, there. While we are here, let's first do the good bridge and then we're gonna cast here also. I thought already, I don't recognize it. Oft ist es gerade, wenn man nicht viele Bisse bekommt, so, dass die größeren Fische da sind. Deswegen lasse ich mich auch gar nicht davon ermutigen, dass jetzt hier auf den ersten Metern nichts passiert ist. Hier vorne sieht man immer wieder Kleinfisch hochkommen. Ich habe hier 3 Fische gefangen. Ich weiß, dass hier viel mehr Fische sind. Und dementsprechend behalte ich hier auch komplett das Vertrauen und die Ruhe. Und bleib hier, bis es ruckt. War gerade ein Biss gehabt, den habe ich verkackt. Ich dachte, das war der Boden. Und weil ich hier so in der Struktur fische, habe ich gedacht, ich hau besser nicht an, sonst hänge ich. Aber es war eben doch ein Biss. Verkackt. Verkackt. Einen Zetti noch hier und dann können wir weg. Aber die sind auf jeden Fall deutlich verhaltener, keine Strömung. Sonst noch mal das Dropshot auspacken, wenn jetzt gar nichts mehr geht. Oder mal ein bisschen schneller führen. Vielleicht ist heute Sonntag, aber ich glaube es nicht. Ich habe jetzt für die Fischerei immer die Jigget 235 bis 35 Gramm verwendet. Ihr habt mich auch gesehen, Chatterbaits mit der Route, Angeln, Jigspinner etc. Das ist für mich halt so der universale Alleskönner für Kanäle, Streetfishing oder halt vom Boot. Überall, wo es nicht auf die Länge ankommt. Und mit dem Wurfgewicht kann ich alles abdecken. Sag mal, leichtes Hechtangeln, mittleres, schweres Barschfischen, leichtes, mittleres Zanderfischen. Die Route hat natürlich brutale Übertragung, also spürt ihr wirklich jeden Stein am Boden, jeden Biss. Und vorher habe ich gerade abgerissen, darum habe ich jetzt auf die Jig-Whip 210 bis 21 Gramm gewechselt, neues Modell. Vielleicht ist sie schon im Handel, bis es ausgestrahlt wird, vielleicht kommt sie demnächst. Aber die gibt es auf jeden Fall jetzt schon als 4-teilige Rausroute. Ist mein Begleiter im Handgepäck, habe ich immer dabei. Und egal ob am Bach auf Forelle oder auf Barsch, auf Zander, kann man immer schnell aus dem Kofferraum nehmen und los geht's. Boah, Leute, ich sage euch, Tobias Santa ist such a pain. Wenn du nicht bis Weihnachten auf Geschenke warten willst, nutze deine Chance auf eine der letzten Kalendern. Garantiert 24 Mal wow. So Leute, ich muss los. Festgesetzte Haken in deinen Klamotten, zerkratzte Dekore und Ködersalat durch verhedderte Haken. Schnelle Session geplant und kein Platz für sperrige Tackleboxen. Die neuen LMAB Lure Sleeves lösen all diese Probleme. Ob direkt in der Angeltasche, in einem Windowbag, in der Tacklebox oder sogar in deinen Klamotten. Mit den Lure Sleeves sind deine Baits und alles drumherum immer optimal geschützt und in Sekundenschnelle einsatzbereit. Ideal für Hardbaits, aber auch für Metallköder
oder geriggte Gummis. Die Loose-Leafs gibt es in 13 verschiedenen Größen und zu einem sehr, sehr fairen Preis ab sofort im Handel. Enthedderst du noch oder shoppst du schon? Hey Leute, ich habe hier was richtig Tolles für euch. Die My Ilex Selection Markbox 2025. In dieser Box habe ich zusammen mit Ilex eine feine Köderauswahl zusammengestellt, die perfekt zu meinem Angelstil passt. Und viele davon in exklusiven Sonderfarben, die ihr nur in dieser Box bekommt. Enthalten sind einige meiner absoluten Favoriten. Jeder Köder ist sorgfältig ausgewählt, damit ihr direkt am Wasser durchstarten könnt. Und obendrauf gibt es noch ein exklusives Ilex Cap, eine Autogrammkarte und sogar eine limitierte Ilex Backhahn. Aber Achtung, diese Box gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl, also warte nicht zu lange und sichere dir jetzt deine My Ilex Selection Markbox und sei bereit für dein nächstes Angelabenteuer. Und denk dran, bald ist Weihnachten. Mit dieser Box hast du eine super Geschenkidee. Never caught a big sander here, but big perch, but they have to be here. Fisch. No! Wie dumm kann man denn sein? Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. So blöd kann doch wirklich keiner sein, ey. Jeder Biss dauert halt hier 20 Minuten, weil ich für einen Wurf 5 Minuten brauche, weil ich so langsam fische. Und dann hängen die nicht. Das darf nicht passieren, ey. Kacke. Fisch. Machen wir noch schnell die Scale nochmal nass, weil es ging länger nichts. Chicken ist schön, macht Spaß, bringt nicht immer Fisch. Das war jetzt wieder ein Kurbler, mit der Strömung gekurbelt. So, ich würde sagen 57,5, das 58, schöne Punkte, mal 1,3. Und ich schaue jetzt trotzdem, ob ich noch kurz einen kriege, mache von der Seite noch 2, 3 Würfe und dann geht es weiter. Lusch und weg ist er. Wunderbar, das war mein dritter Zander. Das war das Ziel für den Spot oder das Gebiet, dass ich halt meine 2 flexiblen Fische habe plus den obligatorischen Zetti, damit ich mich den Rest vom Tag Powerfishing auf Barsch und Hecht konzentrieren kann. 3 Wertungsfische, darunter kein Totalausfall und 7 Stunden Zeit. Der Morgen gehört Markus, aber Daniel stellt immerhin die richtigen Fragen. Where are you, Mr. 50 plus perch? I know they are here somewhere. The question is where? Yeah. It's a nice high bridge, Daniel? Here you cannot snap your rod into... You did that once with a poison adrena. You just set the hook on a low bridge and broke it. Ja, jetzt habe ich mit der Rutenspitze hier oben wieder, weil das so ein Knüppelbiss war, gegen die Brücke gehauen. Und da ist mir hier die Hauptschnur gerissen. Was ist das heute für ein Amateurtag, ey? Wir wechseln jetzt den Spot, ich brauche jetzt einen Neustart. Das ist wirklich ein bisschen tough gerade. 2, 3 Bisse verhauen, gut, okay, alles klar. Bin ich noch fein mit, aber das ist gerade wirklich zu krass. Okay, vamos. We leave the perch. Sadly, no big perch for Daniel. But we have some more opportunities, I think. Nope, let's go. Nothing here, let's go. Ja Leute, das war mal ein richtiger Schuss in den Ofen, ey. Ich weiß nicht, was das für ein Amateur-Move war. Aber das machen wir auf jeden Fall nicht nochmal. Ich habe jetzt komplett neu gebunden, habe mal eben die 10 Minuten geopfert und alle Knoten nochmal auf Herz und Nieren getestet. Ich kann mir das nur so erklären, dass da halt
so viel Scheiß im Wasser ist, dass man da überhaupt nicht richtig durchkommt und sich halt überall immer wieder die Schnur anreibt, auch wenn man mal gegen die Brücke wirft oder so. Aber boah, jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht an der nächsten Stelle auch noch irgendwie abgestraft werden. Und dann wird das alles gut. Alles wird gut. Neustart jetzt. Okay, we're gonna first hit some pike spots. We're going to some pike spots first, which are 5 minutes away, so that's good. We don't want to waste any time, and I think they're kind of a guarantee. It's like 3-4 spots in a row. I think we can get at least 1 pike, maybe 2. And then we head into the city, go for that last or first perch, go for a zander. And we'll just see on the way what we're catching, and I mean, we have to catch at least 5 fish today, which are sizable, and we can get 2 topwater fish. And since I didn't get a nice big perch, I think the topwater points will be very important today. Hallo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, toppie. Ja, wilt u de bom? Nee hoor. Fijne dag. I said thank you very much. But yeah, it was a gamble. It was a gamble. The chances here on this river to get a big perch are like 50-50. If I would fish it the whole day, I would get one for sure. But yeah, I said to myself, I'm gonna give myself 2 hours, and now we're gonna continue, see what we can get. Maybe we get lucky and we get like 3 pike. That would be perfect. If we get some sizable pike, then we only need 1 perch and 1 zander. And if we get to a nice zander spot, we can perhaps catch 2 or 3 zander, which are sizable. And yeah, I don't think we're gonna get a big perch. I hope we get a 30 plus, like 30, 35. Then I'll be really happy. I have some ideas. And I really think we need the topwater point, because I don't have a strong perch. I'm not gonna get a strong perch, I think. The maximum in the city will be 40. And I know there's gonna be guys today that are gonna get a 45 plus perch, for sure. So yeah, we'll see. An der Stelle bin ich für heute durch. Ich habe meine 3 Zander wie geplant, habe jetzt danach noch ein paar Minuten gefischt, keinen Biss mehr bekommen. Jetzt ist wichtig, dass es noch große Barsche und große Hechte gibt. Dann ist am Schluss alles offen, würde ich sagen. Ihr wisst schon ein bisschen mehr. Ich weiß gar nichts, außer dass ich 3 Zander habe. Bis gleich am nächsten Spot. Let's go. Next spot. Hey, tot de volgende. Yo. Next spot, big pike. Is that good German? What a cast. Wieder hier unter einer der Brücken. Erstmal wieder durchjiggen. Sollte das hier nicht funktionieren, war an der anderen Brücke ja so viel Aktivität, dass ich da nochmal einen Biss bekomme auf jeden Fall. Und ja, jetzt hoffen wir erstmal, das geht hier rucki zucki und ich kann schnell Barschangeln gehen. Ich habe keinen Bock, dem Zander hinterher zu rennen, vor allem nicht, wenn ich so gute Chancen schon hatte. Arriba. Ja, und wenn der erste Wurf sitzt, ist es auch immer ein tolles Gefühl. Toll, ja. Deutlich besser? Ja, big pike. Yes! Fuck yeah! Big pike. Ah. Yes! Perfectly hooked in the side of the mouth on the Maze Runner. That's an 80 plus.
80, 81. Oh, very, 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 very important fish. Nice. Ah, there you go, mate. Yes! Nicht der Start, den er sich erhofft hatte, aber definitiv einer, mit dem er leben kann. Daniel bringt sich also mit Ablauf des ersten Drittels aufs Board. Währenddessen hat Markus das Auto nach seinem Spot- und Zielfischwechsel wieder abgestellt, um anschließend eine durchaus ironische Entdeckung zu machen. Kann es eigentlich nicht glauben, aber ich habe eine Route nicht dabei. Scheiße, habe ich die stehen lassen. Sieht so aus, hä? Naja, dann müssen wir halt was improvisen, nicht wahr? Dann nehmen wir da schnell die runter, montieren das anders. Wir sind am neuen Spot. Ich habe mich entschieden, ein bisschen den Plan umzustellen. Eigentlich wollte ich jetzt quasi an einem Barschspot zum Barsch fischen und danach an Hechtgewässer auf Hecht. Aber das ist mir ein bisschen zu riskant, die Fische separat zu befischen, weil in dem Graben, wo ich auf Hecht angeln würde, gibt es keine Barsche. Und ich habe Angst, dass mir sonst die Zeit ausgehen könnte. Deshalb jetzt Powerfishing mit der Liqueo. Hauptsächlich Chatterbaits, mal ein Crank. Und dann ist die Hoffnung, dass ich so mit den gleichen Ködern Barsche und Hechte fangen kann. In guten Größen bestenfalls. Und Kescher dürfen wir nicht vergessen. Ich hoffe, den brauchen wir noch. Vorhin die Brombeeren geworfen. Ich fasse es nicht. Die habe ich nicht gesehen. Beruhigen. Das ist wichtig. Okay, this is the spot. Usually there's one underneath this, like very often. Getting a bit quiet now. Come on. So I felt the bite. Still wet. It's not a bad one either. Hold on. Try to put him straight. It's 35, I guess. Yep. Right? Yep. Nice perch, 35 centimeter. Let's release him quickly and continue fishing. Nice, a perch. Oh, das war ein guter Wurf. Wenn der keinen Fisch bringt, dann gibt es hier keinen, der will. Fisch. Könnte ein Hecht sein. Nee, ist ein guter Zander. Ist ein wichtiger Zander. Komm rein hier. Ja, 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 ja. Oh, Leute, 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 Leute.
dass das immer so spannend sein muss. Ah, fucking hell. Das ist auch wieder eine Maschine. Das ist eine richtige Maschine. Ja. Boah, ist da eine Last jetzt abgefallen, ey. Kann man sich nicht vorstellen. So muss ein Zander aussehen und so muss er hängen. Ah. Im Ankurbeln, was hat der denn weggehauen, ey? Kleiner Skeletonius, Limey Blue mit einem 3,5 Gramm Jigkopf. Dicker Zander. Es könnte der 73er wieder sein. Wahnsinn. 73. Ja, Leute, ey. 73er Zander wieder. So geil, ey. Das war jetzt wirklich der 3., 4., 5. Wurf hier. So muss es laufen. Jetzt schnell noch einen zweiten und dann geht's weiter. Last but not least, richtig starker Turnierzander, der den gebrauchten Morgen auf einen Schlag vergessen macht. Bei David dagegen ist es seit dem frühen Doppelschlag deutlich ruhiger geworden. Oh, I hate drop shotting. We'll go tiny to get a first sander. Then we'll go to fish for pike. It's just taking too long. It's been really tough now here on the canal. So tough that I switched to drop shot, but yeah, made like 20 casts. Really slow. Some points where I know there are muscle bangs. There should be some zander, but nothing yet. That was a goby. Keep on schneidering goby. Or not? No. That feels like my lure. No. No. Goby, goby, goby. Let's go. Let's move out. Move out! Ich versuche jetzt hier über die Strecke an Fisch zu kommen. Was mir auffällt, ist, Wasser ist auf jeden Fall brutal niedrig. Ich habe in dieser Zone nicht trainiert, aber gehe nach wie vor davon aus, hier einen dicken Barsch und oder Hecht zu fangen. Aber es ist sicher nicht einfach hier vom Ufer. Da merkt man wieder, was für ein Vorteil das Boot ist, aber ihr seht auch gleichzeitig, was für krasse Fische hier vom Ufer gefangen werden in dieser Episode oder in der ganzen Staffel. Also es braucht nicht zwingend ein Boot, um dicke Fische zu fangen. Oh, had a bite. Yeah, that was a bite. Thing is, if I catch a big sander now, I could go for a big pike in my big pike holder. This would be great. But I first want a nice 60 plus sander. That's the mission right now. Oh, off! Oh, this was a big sander. Off. This was big. Yeah. That's a bigger perch. Oh no, zander. Nice. Really smashed it. Let's see how long he is. 54. Super cool zander. 54 centimeter. Let's put him back. Yes! A 2 gram jig, guys. You can't fish much slower than this. Fisch. Ziemlich sicher ein Hecht. Weiter. Wenn das ein Zander ist, ist das ein richtiges Ziel. Ja. Das ist genau der Fisch, den wir brauchen. Boah, steht der unten, ey. Komm schon. Das ist der gefährlichste Moment. Nein, nein, nein. Ja. Könnte wieder so ein 70er sein. Knapp 70. Boah, der hat ihn richtig zerstört beim bisschen Köder. Und der stand da unten.
Aber den Rest sprechen wir gleich. Ein unfassbar guter Fisch. 69, ne? 68,5, um genau zu sein. So, das Blut ist von mir, macht euch keine Sorgen. Ich setze den Fisch schnell zurück. Dann habe ich wieder Ruhe. So ein toller Fisch. So, zack. Oh, also, ich habe mich leider ein bisschen gestochen, entweder am Fisch oder am Jig. Das Verrückte ist, ich habe die Brücke jetzt echt von allen Seiten beangelt und wollte noch mal 2 Würfe von dieser Seite machen. Und die gelingen einem ja auch nicht immer so gut, also mir zumindest nicht. Und jetzt bin ich noch einmal richtig weit runter gewesen und habe mir auch gedacht, wenn jetzt keiner kommt, dann gehen wir weiter. Und dann ist der da reingebrettert. Und der stand unten, ihr habt das ja bestimmt gesehen. Ich fische eine relativ starke Route, weil auch immer gute Hechte mal dabei sein können. Und ich kriegte den echt nicht hochgepumpt. Zum Glück habe ich den größeren Kescher noch geholt. Den da einzuparken war auch nicht so easy. Ja, die Fahrt hierher hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt haben wir 2 Fische, 2 richtig gute Fische auch. Jetzt stehe ich natürlich vor der Entscheidung, fische ich noch weiter. Also 2 Brücken werde ich noch machen, da bin ich mir gerade sicher. Und dann geht es ins Hechtgebiet und hoffentlich sind die Barsche noch da, die ich in der Vorrunde hatte. Dann wird die Sache richtig rund. Ich flippe aus. Oh Gott, ey, ich muss mich setzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dem ist wenig hinzuzufügen. Für Ino sieht es richtig gut aus und mit diesem Brett von Zander setzen wir auch den Cut. Bis hierhin ist es ein Halbfinale, wie man es sich wünscht. Vor den entscheidenden 4,5 Stunden bleibt der Ausgang völlig offen. Alle Angler konnten mindestens einen soliden Fisch aufs Board bringen. Markus, Ton und Ino sind zur Pause leicht im Vorteil. Ob und wie viel das am Ende tatsächlich wert ist, erfahrt ihr, wenn ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr auf diesem Kanal einschaltet. Lasst uns ein Like und einen Kommentar mit euren Finalfavoriten da. Ciao!